Okay, dann würde ich sagen, fahren wir fort. Ich würde ganz gerne jetzt darüber sprechen, wie die Situation heute ist. Also wir haben jetzt sehr viel über Zoophilie allgemein gesprochen, aber seit einem Jahr ist es ja so, dass Zoophilie eine Ordnungswidrigkeit ist. Also Sex mit Tieren ist nach dem Gesetz verboten. Eigentlich heute auf den Tag genau, oder? Heute vor genau einem Jahr ist das Gesetz im Bundesrat verabschiedet worden. Mich würde mal interessieren, vielleicht von Ihnen beiden, wie hat sich das Leben als Zoophiler seitdem verändert? Man ist letztendlich, man lebt immer mit einem Fuß auf der falschen Seite des Rechts. Ne? Bei mir hat sich im Moment halt dadurch erstmal erübrigt, dass ich halt im Moment keinen Partner habe, mit dem ich Sex habe. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Problem, ne? Da so viele jetzt natürlich, wenn sie ihrer Neigung nachgehen, halt sich mit einem Bußgeldmittel einer Ordnungswidrigkeit strafbar machen. Ne? Da sind immerhin, ich sag mal, Bußgelder vorgesehen von bis zu 25.000 Euro. Das ist natürlich schon mehr als, ich sag mal, ein Knöllchen. Ne? Das unterstellen ja manche Tierschützer, ne, dass das eine Ordnungswidrigkeit nicht genug ist, ne? Weil ich sag mal so, das wird ja nicht weiter geahndet als ein Parkverstoß. Ne? Ist ja nicht so. 25.000 Euro ist schon für die meisten Menschen eine ziemliche Hausnummer, die schon eine empfindliche Strafe darstellt. Und das ist erstmal, ich sag mal, für uns, für alle Zoophilen erstmal Fakt. Ein großes Problem, was an der Stelle auch ist, dass radikale Tierschützer dieses Gesetz auch mit als Legitimation dafür sehen, dann halt gegen uns zu agieren, auch teilweise dann wieder mit rechtswidrigen Mitteln dann gegen uns agieren, weil man sich das Gesetz ja auf der eigenen Seite, auf der Seite der Tierschützer wähnt. Ne, und da kommt es natürlich dann wirklich dann halt auch zu Denunzierungskampagnen, ne, bis hin, dass halt auch Leute dann halt bedroht werden und auch angedroht wurde, dass das Tier gestohlen werden. Ne, das ist bis jetzt zwar noch nicht vorgekommen und mir ist noch kein Fall bekannt worden, aber es ist halt wirklich so, dass diese Drohkulisse von radikalen Tierschützern da aufgebaut wird und wie gesagt, sie wählen dann halt auch dieses Gesetz, das sagen die auch teilweise in den üblichen Facebook-Gruppen beispielsweise ganz offen, ne, das ist ja jetzt strafbar, es ist ungesetzlich, ne, damit sehen wir uns im Recht, wenn wir da so handeln. Kennen Sie Fälle, wo das Gesetz angewendet wurde? Nein, bisher noch nicht. Vielleicht kann ich Sie kurz fragen, Herrn Kiyok. Sie sind ja, wenn man so sagen will, Deutschlands bekanntester Zoophiler. Hatte das Gesetz irgendwie Auswirkungen auf Ihr Leben? Ja. Und verändert sich die Kommunikation? Also vor einem Jahr haben wir noch relativ offen in einem Interview gesprochen. Sie haben auch in vielen Interviews sehr offen über Sex mit Tieren gesprochen. Sagen Sie das heute auch noch so deutlich? Ich sage genauso deutlich wie vorher, dass ich mit Cassie keinen Sex habe, weil sie das von Anfang an nicht gewollt hat. Ich sage genauso deutlich, dass sie manchmal einfordert, masturbiert zu werden und warte eigentlich darauf, dass wir deswegen jemand an die Karre fähren. Weil die Formulierung des Gesetzes heißt ja, es ist verboten, ein Tier zur eigenen sexuellen Befriedigung zu benutzen und da die zu artwidrigen Verhalten zu zwingen. Da wäre die Journalisten entgegen, wenn man es nicht rechtlich mal auseinanderfieselt oder logisch mal auseinanderfieselt. Ja. Erstmal benutze ich niemand, sondern werde höchstens. Zweitens war nicht zur meiner Befriedigung, sondern zur Befriedigung des Hundes. Und drittens mal, ob das ein artwidriges Verhalten ist. Auch wenn ich hier ein artwidriges Verhalten einfordern kann, ist dann die dritte Frage. Ja? Oder soll sich mal verklagen? Da bin ich gespannt. Aber es ist bisher nichts in die Richtung passiert. Nein. Vielleicht andere Stimmen aus dem Publikum, Erfahrungen seit einem Jahr? Ja, es ist ja auch so, dass sich zum Thema Kommunikation verändert sich das natürlich schon. Also ich könnte das jetzt heute nicht mehr so zugeben, dass ich etwas mit meinem Hund mache, weil ich nicht Angst habe, also auch im Chat zum Beispiel. Oder auch heute im Gespräch mit einer interessierten Frau muss ich meine Wortwahl genau überdenken. Was heißt ich sagen, könnte auch verkabelt sein. Und dann, das ist ja auch dieser Psychoterror, den man hat, auch selbst wenn eigentlich gar nichts passiert, bin ich ja trotzdem davon betroffen. Und selbst wenn man sagt, man ist Zoophil, dann impliziert das ja quasi, dass ich Tiere zu artwidrigen Verhalten zwingen würde. Und das setzt in mir schon einen Stress aus.
Da hinten war noch eine Meldung. Sie hatten sich gemeldet? Nein. Okay. Sonst Stimmen aus dem Publikum? Ich hatte schon den Eindruck, dass gerade im letzten Jahr eine Outing-Welle aufgekommen ist. Ist es nur mein Eindruck oder ist es... Diese Outing-Welle ist eigentlich noch viel länger her, das ist mein Eindruck. Es fing an in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, dass halt damals noch unter dem Eindruck des neuen Internets und der neuen Freiheit, dass man sich auch untereinander kennenlernen konnte, aber halt auch noch zu der dort der Bevölkerung weitaus größeren Toleranz. Es gab halt keine Anti-Stimmen, die mit Horrorgeschichten dann halt wirklich die Zoophilie verteufelt und mit Sadismus und Tierquälereien in einen Topf geworfen hat. Da gab es wirklich durchaus auch viele Zoophile, die sich zum Beispiel gegenüber ihren Eltern oder andere Familienmitgliedern halt geoutet haben. Das hat in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre, dann halt 2005 bis 2010 dann halt wirklich stark nachgelassen und seit dann halt jetzt die Tierschützer vor 2-3 Jahren anfingen wirklich sich zu radikalisieren und dann wirklich dann auch zu organisieren, halt hauptsächlich über diese Echauffierungsplattform Facebook. Ne? Da ist es wirklich, was mein Eindruck ist, eigentlich eher zum Stillstand gekommen, dass viele Menschen sich sogar zurückgezogen haben, viele Menschen, die vorher in der Community, Online-Community hauptsächlich aktiv waren, die gesagt haben, das ist mir alles zu heikel, ne? Ich habe keine Lust, dass die nächste Mahnwache dann vor meinem Haus stattfindet oder dass dann halt mein Haus mit Hakenkreuzen beschmiert wird und sich deswegen dann halt komplett teilweise zurückkamen, auch wirklich dann Freundschaften gekündigt oder halt auf Eis gelegt haben und den Kontakt eingefroren haben, einfach aus Angst. Also mit diesem Fall in Niedermoor ist ja ein perfektes Beispiel dafür, wie weit es gehen kann. Wo dann das ganze Haus zum Beispiel auch belagert wird. Vielleicht können Sie das nochmal kurz schildern. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist. Das Gebäude in Niedermoor wurde als Tiermodell deklariert. Und das haben so viele Leute gesagt, dass es dann quasi Wahrheit wurde. Und daraufhin ist eine riesengroße Sturm losgebrochen. Da war da auch eine Geburtstagsfeier, da waren auch viele Leute auch international eingeladen, die dann quasi überrumpelt wurden von Tierschützern, die die Polizei aufgewiegelt haben, dass dort Pornos gedreht wurden. Und den Leuten wurden dann an diesem Geburtstag Tiere weggenommen. Alle Tiere. Erstmal beschlagnahmt, auch das Videomaterial, also vermeintliches Videomaterial, Festplatten, Computer, wurde alles erstmal beschlagnahmt. Leute, das ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Und sowas ist natürlich dann die Kehrseite dieser Sache. Wurde natürlich auch bedingt. Es hat sich alles als Fake herausgestellt, diese Videoaufnahmen, die sie gefunden haben, sind alle noch vor dem Gesetz entstanden von einer Straftat, für die diese Person, der Eigentümer des Hauses oder der Bewohner des Hauses schon verurteilt wurde. Es wurde nichts gedreht und es hat sich sogar herausgestellt, dass die Pferde, die beschlagnahmt wurden, sogar noch in schlechten Bedingungen dann untergebracht wurden. Die kamen dann quasi auch teilweise krank zurück zu den Haltern. Aber sie sind zurückgekommen. Sie sind alle zurückgekommen. Man muss sich sogar noch einen Staatsanwalt einsetzen dafür, dass die Tiere noch beschleunigt zurückkommen, weil das Trauma sonst zu groß gewesen wäre. Kann ich auch noch ein bisschen dazu sagen, weil es auch Freunde von mir betrifft. Diese Geschichte ist halt wirklich über eine Webseite, animalfeed.net, verbreitet worden, auch sie über Monate vorher schon immer wieder behauptet wurde, dass diese Personen, um die es da geht, Herr Niedermoor, dass die ein Tierbordell betreiben würden. Es wurde dann halt so oft wiederholt und dann, ich sag mal so, indem sich dann halt auch wirklich 3, 4 weitere Seiten von Zoophilie-Gegnern dann halt gegenseitig immer wieder zitiert haben, da wurde eine Urban Legion draus gemacht, da wurde halt durch das gegenseitig immer wieder zitieren, dann halt eine Wahrheit konstruiert, die dann wirklich so weit ging, dass wirklich viele Menschen daran, viele Zoogegner und Tierschützer daran auch geglaubt haben, wirklich gedacht haben, das ist wirklich so. Der Betreiber von animalfeed.net hat dann wirklich es auch wirklich geschafft, Tierschützer so weit aufzuwiegen, dass Strafanzeigen gemacht worden sind, die ins Leere gelaufen sind. Und dann sind wirklich Tierschützer dort vor Ort gewesen, haben die Polizei vor Ort dann halt wirklich dann aufgewiegelt, als sie mitbekommen haben, dass diese Geburtstagsfeier dort stattfand. Diese Geburtstagsfeier wurde dann deklariert als ein Pornodrehtreff. Ne? Und die Polizei ist dann, nachdem sie erst noch 2, 3 Stunden dann halt vor diesem Hof gestanden hat und nichts gemacht hat, ne, weil sie überhaupt keinen Durchsuchungsbeschluss haben, sind mit dem Argument des Gefahrenverzugs dann halt auf dieses Grundstück draufgegangen, haben dort eine Hausdurchsuchung vollzogen. Es ist dort zu vielerlei Ungereimtheiten bis hin zu, ich sage es mal einfach so, Rechtsbrüchen passiert. Ne.
Das fing damit an, dass halt kein Hausdurchsuchungsbeschluss da war und der Staatsanwalt im Nachgang dann halt auch festgestellt hat, dass dieses Gefahrenverzug nicht gerechtfertigt war. Es ist dort vorgekommen, dass dort Tierschützer mit den Kripo-Beamten auf das Grundstück draufgegangen sind, denn die Tierschützer haben den Leuten, den Betroffenen und den Tierhaltern dort suggeriert, sie wären auch Beamte, wären auch Kripo-Beamte, haben die Tiere in Empfang genommen, haben sich teilweise sogar Visitenkarten von den Tierärzten der Leute dann halt aushändigen lassen und die Hunde sind dann, oder die Tiere, es waren insgesamt 5 Hunde und 2 Pferde, sind dann halt wirklich von Tierschützern abtransportiert worden. Die Polizei hat im Nachgang, die Staatsanwaltschaft hat im Nachgang erst 2, 3 Tage lang nicht gewusst, wo die Tiere überhaupt jetzt genau sind. Dann hat sich herausgestellt, dass sie in einem nahegelegenen Tierheim untergebracht worden sind. Eine Hündin ist aber weiterhin verschwunden gewesen, die ist dann halt nach einigem Hin und Her dann halt in Gießen aufgetaucht, wo eine tiermedizinische Universität ist, um dort weitere Untersuchungen halt vorzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hat großteils und die Polizei großteils einfach keine Kontrolle darüber gehabt, was mit ihren Tieren passiert. In Facebook wurde halt schon verbreitet von den Tierschützern, die Tiere werden garantiert zu den Haltern nicht zurückkommen. Wir organisieren schon dann halt, dass die Tiere dann jetzt weitervermittelt werden und es wird dann auch ganz geheim gemacht, dass keiner mehr weiß, wo die Tiere hingekommen sind. Das war da wirklich der Druck von der Staatsanwaltschaft, dass die Tiere erstmal wieder zurückgekommen sind. Die Staatsanwaltschaft hat mehrere tiermedizinische Gutachten dann auch in Auftrag gegeben, die allesamt gesagt haben, dass an den Tieren nichts festzustellen war, keine psychischen und auch keine körperlichen Auffälligkeiten. Es war nicht, wie halt immer wieder von Tierschützern behauptet worden ist, dass Vaginal- und Analbereiche rasiert und wund gewesen wären. Die Gutachten gibt es, das hat sich nicht herausgestellt, im Gegenteil. Es hat sich gezeigt, dass die Tiere einen ganz normalen Umgang auch mit Menschen gewohnt waren, dass sie auch keine Scheu hatten, dass halt die Geschlechtsteile halt in einem normalen, ungebrauchten Zustand, sag ich mal, waren. Ne? Und die Staatsanwaltschaft hat gegen den Willen der Tierschützer gesagt, die Tiere werden jetzt zurückgegeben und es musste sogar dann mit polizeilichem Druck das halt ausgeführt werden, weil die Tierschützer sich geweigert haben, trotz des Beschlusses der Staatsanwaltschaft die Tiere herauszugeben, ne, damit die Tiere wieder in die Haltung zurückkommen. Dann wurde sogar noch massiv Propaganda gegen diesen Staatsanwalt gehört, dass er auch ein Zoophiler gewesen sein muss, dass da alle ihre Hände mit dem Spiel so Verschwörungstheoretiker. Und auch einer dieser Hunde, das war noch ein Welpe, der hatte noch Spätfolgen davon getragen, weil er so von seinem Frauchen getrennt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele mit Namen geoutete Zoophile anwesend sind. Also ich wüsste es jetzt nur von Ihnen beiden. Ich auch. Ah ja. Ja, stimmt. Haben Sie Angst oder haben Sie das Gefühl, dass Sie observiert werden, seit das Gesetz da ist? Also sei es von Tierschutzseite oder von der Polizei? Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Frage von davor einmal eingehen, das letzte Mal beantworten. Also, Sie haben ja vorher gefragt, ob sich für uns was im Leben geändert hat. Und trotz dessen, dass ich persönlich ja keine sexuellen Kontakte habe und man jetzt eigentlich sagen könnte, okay, den betrifft das Gesetz eigentlich, für den ist das unrelevant, muss ich tatsächlich sagen, dass sich bei mir erheblich was im Leben geändert hat. Und zwar möchte ich immer sagen, dass es einmal für mich meine Lebenserwartung und einmal meine politische Einstellung sehr betroffen wurden. Das eine ist, für mich ist das ganz klar ein Diskriminierungsgesetz. Dieses Gesetz erfüllt keinen anderen Zweck, außer Zoophile zu diskriminieren. Und insofern bin ich betroffen und kann da halt logischerweise als Betroffener nicht mehr wegschauen. Und insofern ist für mich der politische Kampf in dem Sinne gegen dieses Gesetz keine Frage mehr, ob ich das machen will, sondern etwas, was ich tun muss. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache für mich ist, dass ich eigentlich von dem Rechtsstaat, den wir hier in Deutschland haben, bisher ein relativ positives Bild hatte. Also es gibt natürlich immer noch so das ein oder andere Gesetz, wo man sagt, naja, muss das so sein und so weiter, und das ist verbesserungswürdig, und das ist ja auch völlig normal in einer lebhaften Demokratie, dass das so ist. Aber unterm Strich haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Land. Wir haben eine gute medizinische Versorgung, wir haben ein gutes Sozialnetz. Die Arbeitssituation ist ja eigentlich ganz gut. Eigentlich kann man sich nicht beklagen, wenn man in diesem Lande lebt. Außer man lebt in diesem Land und ist zu viel. Auf einmal gibt es einen Grund aufgrund der eigenen Sexualität, dass man quasi ja eigentlich nicht mehr wirklich gewünscht ist als legaler Bürger. Und
in diesem Land. Also es hat einfach eine Umdefinition stattgefunden, dass jemand, der sich vorher an Gesetze gehalten hat und jemand, der legal in diesem Land gelebt hat, der einfach ein ganz normaler, aufrechter Mitbürger war, auf einmal aufgrund seiner Sexualität, die er schon sein ganzes Leben lang gehabt hat, das eben nicht mehr ist ein legaler gewünschter Mitbürger, sondern es gibt jetzt Bürger zweiter Klasse durch dieses Gesetz. Und für mich bedeutet das in der Lebenserwartung, wenn man kennt die typische Zukunftsplanung, was wir noch später haben. Bei dem normalen Hetero ist das jetzt, sage ich mal, man muss eine Frau haben, man muss ein Haus bauen und vielleicht einen Baum pflanzen und ein Kind zeugen oder so. So die Klischee-Lebensplanung. Beim Zoo kann das durchaus ähnlich aussehen, wie zum Beispiel, jetzt möchte ich nur mal so für mich ein Beispiel geben, ich könnte später ja ein Pferd haben wollen. Oder ich könnte darauf hinarbeiten, mir irgendwie mal so den Wohlstand halb mehr mit Pferden zu machen oder sonst was, wäre ein plausibles Szenario für mich eigentlich gewesen. Jetzt weiß ich aber auf einmal, dass dieses Gesetz kommt, sehr willkürlich ist und eine Lebensplanung, die ich hatte oder gehabt haben könnte, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es konkret meine Lebensplanung war, aber ich muss für meine Lebensplanung und auch durch Vorwürfe entstehen, ne, also nicht nur durch meine eigene Handlung, dass ich unbedingt mit dem Tier auch Sex haben muss, sondern auch durch die Vorwürfe alleine dadurch, dass es bekannt ist, dass ich zu viel bin, die dadurch entstehen, kann ich diese Lebensplanung in dem Sinne eigentlich nicht mehr ausführen, solange dieses Gesetz besteht. Und insofern möchte ich mal behaupten, dass auch jeder Zoophiler, auch wenn er keinen Sex hat mit dem Tier, auch wenn er das nicht anstrebt, trotzdem immer betroffen ist von dem Gesetz. Gut. Und jetzt wollte ich noch zu der aktuellen Frage gucken. Kannst du die nochmal formulieren? Ich habe es gehört, ich habe noch vergessen. Ob die geouteten Zoophilen hier im Raum das Gefühl haben, sie werden oder vermuten, dass sie observiert werden, also sei es von zu vielen Gegnern oder von der Polizei? Es ist durchaus so, dass besonders gegen unseren Verein Spionageaktionen laufen von unseren Gegnern ich sage mal so, dass man sich auch gegenseitig kontrolliert, gegenseitig die Webseiten checkt und so weiter. Das ist aber, glaube ich, relativ normal in diesem, ich sage jetzt mal, Konkurrenzverhalten, dass man sich gegenseitig im Auge haltet. Also das würde ich jetzt nicht dem Gesetz zuschreiben. Und ansonsten, dass ich von der Polizei oder ähnliches speziell observiert werde oder so, kann ich für meinen Teil nicht behaupten. Ich kann allerdings eine lustige Geschichte erzählen, die passiert ist, nachdem ich meine Adresse bekannt gemacht habe im Internet, hat es keine 3 Wochen gedauert. Dann habe ich vom Rathaus einen Schrieb gekriegt. Ich hätte denen liegen Informationen vor, dass ich in meiner Wohnung 3 Hunde halte und die nicht angemeldet habe. Insofern, das war natürlich völliger Quatsch, weil ich habe halt keine Hunde. Aber diejenigen, die das über mich verbreitet haben, hatten halt keine Informationen über mich außer meinen Namen. Und haben also einfach mal wild ins Blaue geraten und haben da irgendwo eine Anschwärzung vorgenommen. Also sowas passiert durchaus, aber ich möchte sagen, dass das nicht im Zusammenhang mit dem Gesetz steht und vom Gesetzgeber aus fühle ich mich nicht speziell observiert. Ich meine, diskriminiert und nicht für voll genommen, ja, aber das war auch schon vorher so, also das werde ich nicht als direkte Konsequenz des Gesetzes. Haben wir Männer? Ich hätte eine Frage, ja, ein Statement dazu. Wegen dem Observieren, das ist ja schon seit wir den Verein haben. Da hat sich eigentlich meines Wissens nach nicht groß was verschlimmert oder verbessert. Was aber der Fall ist, dass, so vermute ich, dass die Drohungen massiver geworden sind, dass durch dieses Gesetz, dass das Gesetz jetzt gemeistert und unterschrieben ist, dass da bei den 2 Gegnern ein Schalter umgelegt wurde, dass sie sich quasi untermauert fühlen, im Recht fühlen, uns weiterhin massiv zu bedrohen, dass es jetzt mittlerweile gegipfelt hat in Morddrohungen, die so massiv... in welchem Fall? Im Fall David. Er hat richtige, heftige Morddrohungen bekommen, die es in diesem Fall vor diesem Gesetz in den letzten Jahren nicht gegeben hat. Können Sie vielleicht dazu was erzählen? Ja, es sind ganz normale Telefonanrufe, wo man rangeht und nichts Schlimmes erwartet und dann wird man halt angemacht, bis hin zu Morddrohungen.
meine Telefonnummer steht halt offen und ich kann jeder anrufen und das tun dann halt auch manche Leute. Und was sagen die denn konkret? Ich weiß, wo du wohnst, der Adresse, ich kenne deinen Arbeitgeber, ich komme vorbei, ich zeige dir, was Schmerzen sind. Alles sowas. Und wissen Sie, wer da anruft? Die unterdrücken ja immer ihre Rufnummer. Also angezeigt wird das sicherlich auch, wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet. Dann muss die das die Polizei machen. Waren Sie da bei der Polizei? Anzeige ist gemacht in solchen Fällen, ja. Aber es ist nichts Ist noch alles am Laufen. Ist jetzt aktuell gewesen, so Jahreswechsel rum. Da hat es stark zugenommen. So um die Weihnachtszeit, wo die Leute alle Zeit hatten, hat plötzlich wieder eine Shitstorm-Welle stattgefunden gegenüber mich und da sind auch mehrere Drohungen gefallen. Sie arbeiten relativ öffentlich als zoophiler Tierpfleger. Hat sich da was verändert seit dem Jahr, als das Gesetz verabschiedet wurde? Kann ich leider so nicht sagen, weil sich die Tierbetreuung von meiner Seite verändert hat. Ich habe so mit dem Gesetz fast eine Festanstellung als Tierpfleger bekommen und dadurch sind halt die restlichen Aufträge weggefallen. Also ich habe jetzt noch meine Stammkunden, die ich so hin und wieder betreue, aber eben keine neuen Kunden zubekommen, weil ich eben auch keine suche. Also kann ich dazu jetzt nicht sagen, ob das mit dem Gesetz zu tun hat. Wie ist es bei Ihnen beiden? Bei mir ist es wirklich so, wenn man das zum Beispiel auf den heutigen Tagen sieht, ich habe meinen Hund halt irgendwo alleine lassen müssen. Ich habe ihn nicht in meiner Wohnung gelassen, nicht nur weil er dann die ganze Zeit alleine wäre, sondern weil ich da auch die Befürchtung hatte, dass jetzt, weil die Tierschützer oder die vermeintlichen Tierschützer genau wissen, ich bin nicht da, die wissen, wo ich bin, die wissen, wie lange ich weg bin. Ne? Und ich habe wirklich dann halt die Sorge gehabt, dass in der Zeit dann meine Wohnung eingebrochen wird, dass der Hund dann auf Deutsch gesagt geklaut wird und einfach verschwunden wird. Das heißt, ich bin hingegangen und habe heute Mittag bei mir zu Hause Notebook und Computer und alles erstmal abgebaut, damit das nicht geklaut wird. Habe eine Alarmanlage angebracht, noch an der Tür, so eine einfache Alarmanlage, und den Hund habe ich bei Freunden untergebracht, damit der wirklich in Sicherheit ist bei unbekannten Personen, die auch nicht im Fokus der Tierschützer stehen. Weil es mir einfach da an der Stelle, da habe ich wirklich Angst gehabt, dass wenn ich jetzt hier sitze, dass in der Zeit dann halt wirklich die Wohnung ausgeräumt wird, der Hund weg ist. Ne? Ich meine, die können immer noch in die Wohnung rein und wir können sie dann kaputt schlagen, aber das ist eine Sache der Hausratversicherung. Ne? Das ist ja auch noch im Rahmen des Möglichen. Ne? Aber ich habe wirklich die Befürchtung gehabt, dass es passieren kann, dass mir wirklich der Hund weggenommen wird oder dass mir halt auch Material, wenn zum Beispiel der Computer weggenommen wird, um zu versuchen, über das Knacken der Festplatte oder sowas eventuell noch an persönliche Datenadressen aus dem CETA-Verein oder von Freunden oder sowas zu kommen, ne? Oder an Passwörter, um dann halt, ich sag mal so, von mir, ich sag mal, meine Webseiten oder sowas zu lesen und zu manipulieren. Und diese Befürchtung hatte ich, und das ist so eine Sache, die habe ich letztes Jahr, wir haben letztes Jahr am 1. Februar auch eine Demonstration gehabt, die habe ich letztes Jahr in die Zeit nicht gehabt, diese Befürchtung. Da sehe ich durchaus auch, ich sag mal so, eine starke Radikalisierung, die im letzten Jahr stattgefunden hat, die vielleicht ursächlich im Gesetz liegt, das jetzt gekommen ist. Aber ich sag mal so, das Gesetz, dass es da ist, mit Sicherheit nochmal eine Push-Wirkung gegeben hat, dass, ich sag mal so, die Legitimität solcher Aktionen halt untermauert. Insgesamt, vielleicht sogar unabhängig vom Gesetz, radikalisiert sich die Tierschutzszene immer mehr. Wir haben dieses Jahr, als wir heute Nachmittag auf dem Potsdamer Platz waren, wirklich gesehen, dass dort Neonazis da standen wirklich Leute in Bomberjacken mit Glatze, gewaltbereit, die wirklich massive Drohungen auch gegriffen haben. Es wurden Leute, habe ich mir im Nachhinein sagen lassen, auch mit diesem Splitter im Moment über dich beworfen. Es wurde wirklich massiv geschimpft und bedroht, ne? Und es wurde auch mehrmals gesagt, gegenüber einzeln so viel, ne, was hältst du von Kastration, oder ne, wenn ich dich nachher erwische, wenn du hier weggehst, ne, dann bist du reif, das wurde ja gesagt. Und es war wirklich halt diese Drohkulisse, war auch nachdem dann halt auch noch es zu einer Schlägerei gekommen ist, wo die Polizei einschreiten musste, wo wirklich dann noch Leute verhaftet worden sind, ist die Polizei hingegangen. Das hat wirklich uns Demonstrierenden so vielen wirklich mit einer Hundertschaft bis in den Zug begleiten müssen. Ist im Zug sogar noch mehrere Stationen mitgefahren, um wirklich sicher zu gehen, dass uns keiner verfolgt. So weit ist es halt wirklich inzwischen gekommen. So radikalisiert ist halt inzwischen die Szene. Vor einem Jahr haben Sie sich in einem Gespräch, das wir geführt hatten, in der Taz, haben Sie sich mit Namen und einem Foto geoutet. Das war quasi Ihr Outing in der Öffentlichkeit. Würden Sie das heute nochmal machen? Ich würde es mir auf jeden Fall stark überlegen, weil, das sage ich auch jedem, der eventuell mit diesem Gedanken spielt, man muss sich wirklich bewusst sein, dass die Szene sich radikalisiert hat, und ich befürchte halt auch, dass sich die Szene noch weiter radikalisieren wird. Ich denke
mal, das, was wir heute erlebt haben, ist nicht das Ende der Veranstaltung. Das sind wirklich Menschen, die sich immer weiter dann halt auch, ich sag mal so, da reinsteigern. Wir haben inzwischen auch ein Grundrauschen wirklich aus der neofaschistischen Szene gesehen, wirklich auf Webseiten, ne, wo wirklich die Hardcore-Nazis, Neonazis dann halt wirklich schreiben und wo dort wirklich halt auch über uns hergefallen wird. Noch ist es verbal, aber ich sag mal so, mit verbalen Drohungen fängt es halt an. Und ich sag mal, es gibt genug andere Beispiele, wo halt wirklich Neonazis dann halt wirklich nach den verbalen Drohungen dann auch wirklich zu körperlichen und ich sag mal so teilweise auch wirklich ein bisschen zu lebensbedrohenden Aktionen weitergegangen sind. Ne? Das ist also, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich schließe es nicht aus. Ich halte sogar für einen Gutteil sogar wahrscheinlich, dass es passieren wird. Herr Kirk, Sie waren ja eigentlich immer am meisten betroffen. Bei Ihnen gab es ja auch Mahnwachen vor dem Haus. Wie waren die Erlebnisse im letzten Jahr? Das hat sich eigentlich nicht viel verändert für mich. Es ärgert mich natürlich immer noch, ich sag mal maßlos, dass man mich jetzt mit einem Federstrich zum Verbrecher unifiziert hat. Ja, das finde ich einfach eine Frechheit. Aber ich sag mal, der große Einschnitt war die Mahnwache bei mir, wo mein direktes Umfeld in der Nachbarschaft dann eben über mich diskutiert wurde. Das hat sich im Großen und Ganzen wieder beruhigt. Das heißt, ich habe vorher mit so gut wie keinem geredet, weil ich eben extra hingezogen bin, dass ich nicht immer mit Leuten reden muss, auch wenn ich es will. Und da hat sich jetzt nicht groß was geändert, bis auf meinen direkten Nachbarn, der mich immer verunglückt hat bei jeder Möglichkeit. Der ist aber weggezogen und dann gibt es noch einen, will ich da vorbeikommen, bin ich dann angepöbelt. Er wollte mich dann in den Boden schlagen und Schnauze und geh weiter und dass wir so woanders hergehen. Ich lasse ihn reden. Ansonsten, ob ich überwacht werde, ich meine, können Sie ja gerne alle tun. Ja? Sie werden ein sehr regelmäßiges, langweiliges, beamtenmäßiges Leben vorfinden, ja, wo ich dann abends gegen 7 und halb 8 nach Hause komme, dann mit dem Hund spazieren gehe und dann gehe ich ins Haus und die Fenster sind zu und danach ist dann mögliches Beisammensein auf dem Sofa, wie man es da eben hier gesehen hat, aber ich wüsste nicht, dass jemand meine Blumen verwanzt hätte oder mir durchs Fenster guckt. Ja. Von daher hat sich für mich in der Form eigentlich so gut wie nichts geändert. Sie leben ja ziemlich abgeschieden. Ja. So. Haben Sie manchmal Angst, dass nachts jemand kommt und Sie überfällt? Nein, weil Kessel gehört die Förderhusten und von daher würde die ein ziemlich Spektakel machen, wenn er versucht, allein zu kommen. Ansonsten, ja, wenn dann wirklich einer reinkäme, was ich für nicht so sehr wahrscheinlich halte, und würde mich dann überfallen und Kessel und mir würde es nicht gelingen, den abzuwehren, ja, dann würde ich halt überfallen. Das kann ich dann auch nicht, das ist unverschickt sein. Also von daher müsste man das dann halt hinnehmen. Aber bislang war es noch jetzt nicht so. Es ist keine Anstalt da von irgendwelchen Leuten, die wir so speziell auf die Bude rücken wollen. Die ganzen Sachen, die wir beim Arbeitgeber denunzieren und in der Nachbarschaft unmöglich machen, nur mit den bekannten Konflikten, Kinder. Und das haben wir alle schon durch. Ich wüsste nicht, wo es sonst noch kommen soll. Dann wird es ungefähr alles. Aber du hattest schon Angst bei dieser Mahnwache, auch wenn die vor dem Gesetz war, dass dieser Ansturm an Leuten, die unkoordiniert durch diese Straße getaumelt sind, von der Polizei maßlos überfordert, dass du da durch dein Verlassen des Gartens in dein Haus, dass du die Leute dazu aufrufst, ungefragt auf dein Gelände zu gehen. Das ist richtig, ja. In dem Moment hatte ich tatsächlich Angst. Ich habe das Ganze, dadurch, dass ich eben die Leute mehr ignoriert habe, dann dass ich eben nicht da weggegangen bin, wo ich stand, nämlich vorne in der Gegend des Eingangs.
wäre ich ins Haus gegangen, wäre es wahrscheinlich hinterher gekommen. Und so habe ich das Ganze eben die Stunde lang in der Schwebe gehalten und ganz wohl war ich nicht dabei. Wenn ich richtig informiert bin, gab es auch die Anstrengung, eine Verfassungsklage zu machen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Gesetz. Gab es da weitere? Fragen Sie mal den Vereinsvorstand. Bin ich ja nicht mehr. Wer ist das? Patrick. Ich sag mal so, das Ganze ist unterwegs. Also die Anstrengungen sind und werden unternommen. Für sowas ist ein Jahr Zeit, um das zu machen. Und genauere Informationen, wie weit das ist, behalten wir für uns oder wie weit das nicht ist oder so. Ich kann nur sagen, dass man halt ein Jahr Zeit hat für die ganze Sache. Und Das soll jetzt vorbei werden. das Gesetz ist beschlossen worden vor einem Jahr, aber es ist erst später in Kraft getreten. Ah ja, dann. Und wann war das? Ah ja, okay. Und insofern haben wir noch ein bisschen. Und insofern, bevor dieser Zeitraum abgelaufen ist, wird es dann Ergebnisse geben. Aber vorher haben wir uns halt auf eine Geheimhaltung geeinigt. Auch gerade um eventuelle Leute, die das Ganze unterstützen, auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil es ist klar, wenn irgendwo ein Name irgendwo fällt oder wir sagen, XY unterstützt uns bei der Verfassungsklage oder so, dann kommt da ganz wahrscheinlich ein großer Shitstorm auf die Leute zu und dann sind die eher nicht mehr so geneigt, uns zu helfen, alleine um da rauszukommen. Für die ist es dann eigentlich nur ein Job, ne? Für uns ist es essentiell, aber die müssen dann auch gucken, wie die ganze Sache ist und auch um einfach Informationen nicht rauszugeben. Also das ist in der Mache, aber genaueres behalten wir halt für uns auf jeden Fall, dass die Anstrengung bleibt. Ein Grund für das Gesetz war ja auch das Gerücht, es gäbe Tierbordelle in Deutschland. Können Sie dazu was sagen? Gibt es oder gab es Tierbordelle in Deutschland? Die Gerüchte gab es immer wieder mal, die sind auch nicht neu. Die Gerüchte gab es halt schon, die gab es immer wieder mal, die gab es auch international. Die Badische Zeitung hat da mal vor längerer Zeit mal einen sehr interessanten Artikel geschrieben, wo halt eine Journalistin auch mal wirklich dann recherchiert hat, woher dieses Gerücht kommt und was da dran ist. Erstes Fazit war, sie konnte halt mit ihrer journalistischen Recherche nichts nachweisen, sie hat nicht feststellen können, dass es irgendwo auch nur ansatzweise irgendwo sowas zu finden ist. Sie hat auch festgestellt, dass sich diese Gerüchte, die sich dann teilweise aus Dänemark und aus Schweden halt nach Deutschland rübergeschwappt sind, dass die ursprünglich vor uns 10 Jahren in einem Werbeblättchen mal geschrieben wurden. Das ist die 24 Timmer nannte sie sich, aus Kopenhagen. Das ist eine Zeitung, wie hier die Kaufmann Sparen oder sowas nennt, halt wirklich, die kostenlos mit viel Werbung halt verteilt wird und wo sie 3, 4 kleine Nachrichten halt auch mit reingeschrieben wird, damit es aussieht wie eine Zeitung. Da hat man dann festgestellt, da kommt es ursprünglich her. Diese Gerüchte halten sich immer wieder, teilweise meint man auch dafür Beweise gefunden zu haben. Da wird immer wieder ein sogenannter Scheierhof unter anderem genannt. Das ist eine Geschichte, die vor ungefähr 10 Jahren in so vielen Kreisen passiert ist, wo wirklich dann halt sexuelle Gefälligkeiten auf einem Bauernhof angeboten worden sind, wo die Leute halt Geld überweisen sollten, 200, 300 Euro. Und wenn das Geld angekommen ist, würden sie dann eine E-Mail bekommen mit dem Treffpunkt, wo sie sich dann halt vergnügen können. Es hat sich halt als Fake herausgestellt, womit wirklich zu viele abgezockt werden sollten, auch mit dem Hintergedanken, dass die Leute, die da betrogen worden sind, wenn sie merken, dass sie betrogen worden sind, dass sie dann halt keine Anzeige erstatten, weil es einfach peinlich ist. Und das ist wie heute mit diesen ganzen Porno-Abmahnungen, wie jetzt, was man so mitkriegt, mit diesen Porno-Streams, die da gemacht wurden, wo Abmahnvereine versuchen, dann halt die Leute unter Druck zu setzen, obwohl keine rechtliche Handhabe ist. Man versucht einfach mit diesem Peinlichkeitsfaktor zu spielen und da hat man das damals mit diesem Tierbordell auch gemacht. Also dieses Tierbordell hat es nie gegeben. Die Person, die es gemacht hat, ist dann doch angezeigt worden, ist auch verurteilt worden und damit war im Prinzip auch rechtskräftig festgestellt, dass es dieses Bordell oder diese Bordelle nie gegeben hat. Trotzdem werden diese Sachen immer wieder hervorgenommen, um zu sagen, hier, da gab es ja Webseiten, die findet man teilweise heute noch als irgendwelche HTML-Leichen im Internet, ne? Aber es war nie was dran.
Und das andere große Gerücht ist das, was ich eben schon sagte, das, was von Animal Peter verbreitet worden ist. Das ist diese Geschichte mit dem Tierbordell in Niedermoor, wo er wirklich über 1,5 Jahre immer wieder diese Geschichte neu aufgebauscht aus mit neuen angeblichen Beweisen. Es wurde eben auf der Webseite gesagt, wir haben genügend Beweise, wir haben Fotomaterial, Filmmaterial, wir haben Chatlogs, alles Mögliche. Diese Sachen wurden nie veröffentlicht. Ne, solche Beweise, und wir wissen inzwischen auch da, weil die Staatsanwaltschaft die entsprechenden Verfahren eingestellt hat, auch das war ein Hoax, auch da stand nichts hinter. Ne. Geblieben ist halt wirklich die Demütigung und die soziale und finanzielle Schädigung der Menschen, die davon betroffen waren. Es geht ja sogar so weit, dass sie dann auch Beweise fälschen gegen das vermeintliche Tierbordell Niedermoor. Und zum Beispiel auch Abrechnungen fälschen, wo unglaublich viel Geld für Sexspielzeug ausgegeben wird, aber nicht 1 Cent für Hundenahrung zum Beispiel. Das ist einfach unglaublich dann in dem Moment. Ja, und der Vorsitzende des Agrarausschusses, der ja hauptsächlich für dieses Gesetz verantwortlich ist, Herr Goldmann, der hat ja selbst abgestritten, hat das ja zurückgewiesen, dass es irgendwelche Beweise geben soll für Tierbordelle. Er hat das ja ausdrücklich zurückgewiesen. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, mein Fall ist ja nun ein schlagendes Beispiel dafür, wie Antizoofile agieren, dass sie also einfach die Unwahrheit verbreiten, Lügen verbreiten. Erzähl uns doch noch ganz kurz, was war? Ja, ich habe also von Herrn Zimmermann erfahren irgendwann, dass es da eine Frau gibt in Südbaden, die irgendwo gelesen haben will oder gelesen hat, dass ich Zoofile eben unterstütze, dass ich einfach, genauer gesagt, eigentlich nur in den Tierschützerkreisen, in den Veganerkreisen, in denen ich mich bewege, Fragen gestellt habe. Also zum Beispiel, wie kann es denn sein, dass man Tieren Rechten zugestehen will, wenn man ihnen aber einen freien Willen abspricht und so weiter. Diese Widersprüche wollte ich einfach nur geklärt haben, die dann verbreitet hat, ich sei zu viel, mit Namen, mit Adresse und so weiter. Und es wurde dann per Anwalt eine Abmahnung geschickt, dass sie das gefälligst unterlassen hat. Sie hat es nicht unterlassen. Und sie wurde dann eben vom Landgericht Berlin verurteilt. Das Landgericht Berlin hat sogar noch den Streitwert erheblich erhöht, den meine Anwältin sehr viel tiefer angesetzt hatte. Und ja, jetzt hat sie also schon mehrfach Besuch vom Gerichtsvollzieher bekommen, dass sie also diese Gerichtskosten, die jetzt aufgelaufen sind, bezahlen soll. Und daran hat sich ja noch ein wesentlich größerer Fall angeschlossen mit dieser Animal P-Seite, wo der Streitwert ja noch erheblich höher war und wo man eben auch den Antizoofilen gerichtlich untersagen muss, Lügen zu verbreiten. Und daran sieht man ja eben, dass sie einfach die Wahrheit nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie einfach solche Untersuchungen, die es hier gibt, nicht zur Kenntnis nehmen. Denn das ist eben ihre Art und Weise, auf der sie alles aufbauen. Nur kurz zu klären. Was? Nicht verstanden. Das ist eben die Art und Weise, wie diese Antizoophilen eben agieren, dass sie einfach Lügen verbreiten. Und wenn man sich nicht dagegen wehrt, angenommen, ich hätte mich jetzt nicht dagegen gewehrt, dann würde also überall stehen, Herr Rebenschneider ist Zoophil. Nur kurz zu klären, Sie sind nicht Zoophil. Ich bin nicht Zoophil. Es sind ja auch Briefe über ihn geschrieben worden. Er ist Vorstand eines soziokulturellen Schutzvereins. Der Verein hat Briefe bekommen, was er denn machen würde, dass er Zoophil wäre. Also so richtig auch gegen ihn, ohne dass er jetzt schon infame Vorgänge abgelaufen ist. Ich wollte mal zurückzukommen auf diese Abrechnung von Tierbordellen, diese gefälschten. Das ist ein schönes Beispiel, was für Kreise das auch zieht. Da ist nämlich, das war eine sogenannte Beweis-CD, wo halt wirklich komplette Buchhaltungsdaten angeblicher Tierbordelle halt waren. Man weiß inzwischen noch, da sind auch Ermittlungen noch offen, dass diese CD gefälscht ist. Und da waren dann halt auch wirklich große, renommierte Tierschutz- und Tierrechtsvereine, wie zum Beispiel der e.V., wo immerhin ja eine Prominente wie die hinterstehen, die da wirklich daran beteiligt sind, die sich da mit strafbar gemacht haben, eine Urkundenfälschung, weil sie da Dinge verbreitet haben, die ganz offensichtlich falsch sind, die auch wirklich für jeden Laien offensichtlich falsch sind, weil da waren wirklich so eklatante Dinge drin. Da wurde eine komplette Jahresbilanz eines angeblichen Tierbordells drin veröffentlicht, ne, wo Tausende Euro von Sexspielzeug. Von Antizoos, oder? Von Antizoos, genau. Das ist eine Fälschung von Antizoos. Ne? Auch da steckt Animal P unter anderem mit drin, ne? Weil wirklich dann halt
Posten drin waren, die gigantisch hoch waren, die in sexuelle Bereiche gingen, aber zum Beispiel in einer kompletten Jahresbilanz eines Bauernhofs als Tiermodell fungiert. Ne? Zum Beispiel für das ganze Jahr, für alle Tiere überhaupt, es wurden nicht einmal Futterkosten dann halt zum Beispiel abgerechnet. Ne? Und da zeigt sich ja schon die Banalität, dass es einfach gefälscht ist und dass es leicht zu erkennen war, dass es gefälscht ist. Und trotzdem hat ein renommierter Verein mit ich weiß nicht wie viel tausend Mitgliedern, mit Prominenten, mit adeligen Prominenten, die halt wirklich sich vor diesen Verein stellen und ins Fernsehen gehen damit, ne, dass solch ein Verein halt an solchen Schmiertheater halt mit beteiligt waren. Noch kurz eine Frage ins Publikum. Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen wollen, aber wir haben ja hier eine Dame sitzen, die früher auf der Anti-Zoo-Seite war und jetzt quasi nicht so vieles, aber auf der Pro-Zoo-Seite sich befindet. Wie gehen Ihre früheren Mitstreiter mit Ihnen um? Es wurde mir untersagt, zu einigen Vereinen zu kommen, wo ich Spenden abgeliefert habe, die ich auch so regelmäßig halt auf VAs besucht habe. Es gibt Gruppenregeln von Leuten, die VAs machen, dass weder die was machen? Veranstaltungen. Okay. Dass weder Zoos noch deren sogenannte Befürworter dort halt gerne gesehen sind. Über mich wurden Sachen auf der Betreiberseite NMLI dargestellt mit Bildern, mit Überschriften von wegen, heute unterstütze ich CETA, morgen vergewaltige ich Tiere. Es wurden meine Kinder hineingezogen. Und ja, jetzt heißt es allerdings, ich war schon immer eingezogen, habe mich bei den Antis eingeschlichen. Die besten Beispiele habe ich dann heute auf der Demo gehabt, wo man mich dann direkt angesprochen hat und es werden dann auch ganz konkret immer wieder Profilaufnahmen von mir gemacht. Ich bin gespannt, wenn ich morgen den Laptop anmache, was ich dann wieder alles über mich lese. Also ich finde da ganz tolle Sachen. Nur wie gesagt, ich kann nur sagen, ich gehe jetzt mal zur Polizei, ich werde die Leute auch weiterhin anzeigen, ich werde auch weiterhin zu meinem Anwalt hingehen und ich werde auch weiterhin rechtliche Schritte einleiten. Ich lasse mir das nicht gefallen und ich finde es absolut schlimm. Ja, das ist ja auch, was alle Leute, die meine Website betrachten und diese Vorfälle sehen, immer sagen, wie kann so etwas 70 Jahre, 80 Jahre nach Hitler wieder möglich sein in Deutschland. Das ist also immer das, was die Leute sagen. Genau, das ist auch zu diesem Motto, würde ich sagen, ich habe angefangen bei Facebook auf diesen Anti-Seiten zu schauen, was dort alles gepostet wird. Ich habe ein Bilderalbum angelegt, wo man ganz klar nur Beleidigungen, Schimpfungen, Betitelungen, Morddrohungen liest. Und ich denke, wenn man das mal, ich habe das einfach nur angelegt, um den Leuten praktisch einen Spiegel vorzuhalten, damit die vielleicht irgendwann mal begreifen, was sie da machen. Aber stattdessen wird es einfach immer nur schlimmer. Und ich denke mal, die Ausschreitungen, die heute auf der Demo waren, das wird in den nächsten Jahren Ich finde, das ist in diesem Fall auch hervorzuheben, dass auch gerade ihre Kinder dann auch massiv dann auch mit bedroht werden durch sie. Und sie ist ja nicht mal Zoophil, sondern nur eine Mitstreiterin in diesem Kampf gegen diesen Wahnsinn. Ich habe einfach nur gesagt, dass manche Sachen halt nicht stimmen, weil ich irgendwann halt gesehen habe, so funktioniert das kann nicht sein. Und dann wurde direkt im Internet aufgerufen, dass man noch sämtliche Infos von mir haben möchte, man möchte gerne Bilder von mir haben. Und dann habe ich mir gedacht, die Infos kannst du am besten selber geben und ich bin zu der Person nachher hingefahren. Ich wurde an der Tür von der Frau abgewiesen und aus dem Hintergrund noch beschimpft. Was soll ich dazu sagen? Zum Beispiel auch vor ihrer Haustür zum Beispiel auch dann Puppen platziert werden. Was denn? So als unterschwellige Drohung. Puppen. Oder dass man bei Edeka, dass mir dann halt zwei Kerle folgen oder dass mir ein Auto hinterherfährt, wenn ich mit meinen Kindern dann nach Hause gehe oder so. Also es sind alles so Kleinigkeiten, die dann immer noch sagen können, ach, das waren wir nicht. Aber das ist auch eine Sache, da steht ja auch ein gewisses System dahinter. Das ist auch bei Dr. Riemschneider so. Ne? Man hat ja ihn jetzt nicht nur angegriffen und diffamiert und beleidigt, ne, weil er sich halt erdreistet hat, sag ich mal so blöde, ne? Eine andere Meinung als die linientreue Meinung von Anti-Zoophilen zu haben, sondern da geht es auch darum, dass man ihn zum Beispiel als Wissenschaftler dann bedroht, um dann auch ein Exempel zu statuieren, anderen Wissenschaftlern zu sagen, beschäftigt ihr euch mit diesem Thema, beschäftigt euch in dieser Art und Weise mit diesem Thema, dann müsst ihr das Gleiche erleben oder mit dem gleichen rechnen, was mit Dr. Riemschneider passiert ist. Ne? Wir gehen auch gegen Wissenschaftler. Das ist eine faschistische Methode. Und das ist das Gleiche mit der Frau Lahn.
Ne? Da wird wirklich ein Exempel statuiert, ne? Dreht euch nicht um, unterstützt nicht als, wie es immer so schön heißt, als Förderer und Wegbereiter nicht so viel, ne? Weil wenn ihr die unterstützt oder auch nur beschützt, ne? Dann erlebt ihr das Gleiche wie die Frau Lahn, dann terrorisiert ihr euch. Ne? Denn das, was die erlebt, ist nicht weniger schlimm als das, was bei ihm passiert ist oder bei dem Herrn Zimmermann passiert ist. Ne? Ich sag mal so, das ist eine Eskalationsstufe, die halt bei diesen 4 Personen halt im Prinzip gleich ist. Ne? Es wird bedroht, es wird diffamiert, es wird beleidigt, ne? Und es wird Recht gebrochen. Es wird offensichtlich das Recht gebrochen und gerade im Rahmen der Seite NLP ist es wirklich so, es wird Recht gebrochen, er wird verurteilt und er macht trotzdem weiter. Permanent. Das geht ja inzwischen, ist aber jetzt die ersten Verfahren vom Landgericht anhängig, weil die Amtsgerichte mit dem Fall einfach schon überfordert sind. Okay, ich würde die Diskussion vielleicht hier beenden. Gibt es da noch Anmerkungen aus dem Publikum? Also ich wollte vielleicht noch eins zum Schluss dann sagen. Es gibt ja einen Passus, der sehr auffällig ist in diesem Gesetz. Ich hoffe, ich finde den jetzt, ja, nämlich Paragraph 2 Absatz 12. Es ist verboten, ein Tier als Preis oder Belohnung bei einem Wettbewerb, einer Verlosung oder ähnlichen Veranstaltungen auszuloben. Dieser Satz gilt nicht, wenn erwartet werden kann, dass die Teilnehmer der Veranstaltung im Falle des Gewinns als künftige Tierhalter die Einhaltung der Anforderungen des Paragraphen 2, also ordnungsgemäße Tierhaltung, sicherstellen können. Das heißt, hier wird eine Ausnahme statuiert. Diese Ausnahme könnte man also ganz einfach auch, was Zoophile betrifft, die ordnungsgemäß mit ihren Tieren umgehen, in das Gesetz aufnehmen, dann eben schreiben, wenn kein Schaden nachweisbar ist, dann auch keine Strafe. Es wäre also ganz einfach, diesen Terror zu beenden, wenn die Gesetzgeber da so einen Passus einbauen würden. Ja, und ich hoffe, dass diese Zielrichtung vielleicht, ich kenne ja die Zielrichtung von CETA nicht, aber irgendwie erfolgreich sein wird, dass dieser Terror irgendwann enden wird. Okay, vielen Dank.